Stuttgart will steuerzahlende japanische Musikerin abschieben, doch syrische Messerstecherfamilie mit über 100 Straftaten darf in Deutschland bleiben. Darauf gehen wir ein, starten wir los. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Video wieder mal zum aktuell besten Deutschland aller Zeiten. Es ist wirklich ein absoluter Behördenwahnsinn, könnte man auch sagen. Und wir wollen keine Zeit verlieren und gehen direkt rein in den Artikel der Apollo News. Ich habe vor einigen Wochen schon über die syrische Familie gesprochen, die über 100 Straftaten schon begangen hat, aber anscheinend keine Möglichkeit es besteht, diese abzuschieben. Was deine Meinung dazu ist, kannst du auch am Ende des Videos natürlich dalassen und ich bin sehr gespannt. Ich möchte hier einen neutralen Artikel einfach nur berichten und du kannst deine Meinung dazu dalassen und auch gerne, wenn dir das Video gefällt oder du denkst, es sollte eine Änderung in Deutschland auch geben, natürlich dann auch gerne dieses Video gerne teilen. Starten wir los. Apollo News. Stuttgart will die japanische Kirchenmusikerin abschieben und kriminelle syrische Familie darf bleiben. Der Hintergrund, was ist passiert? Eine japanische Musikerin soll abgeschoben werden und das, obwohl sie ihren eigenen Unterhalt verdient, Sozialleistungen und Miete zahlt und hier sogar studiert hat. Also wirklich das, was man eigentlich von einer Musterintegration sprechen kann. In einem anderen Fall entschied die gleiche Behörde ganz anders, als es um eine syrische Familie ging, die nämlich über 100 Straftaten begangen hat. Und das ist schon krass, denn die Stadt Stuttgart droht der Japanerin Ilkay mit einer Abschiebung zurück in ihr Heimatland. 2015 war die Japanerin nach Deutschland gekommen, um hier Orgel zu spielen und zu studieren. In Japan hatte Ilkay bereits einen Abschluss. Die Katholikin spielt Musik und konnte schnell einen Studienplatz an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in der Fachrichtung Master-Orgel erreichen. Die notwendige Aufenthaltserlaubnis erhielt sie ebenfalls in Form eines Studentenvisums. Sie war dort, wo sie unbedingt hin wollte, als sie in Stuttgart ankam, sagte die Japanerin. Doch dann nahm ihre akademische Karriere eine Wende, die ihr jetzt das Bleiberecht in Deutschland kosten könnte. Ilkay konnte ihr Studium in Stuttgart nicht beenden. Wegen der damaligen Gesundheitskrise fiel die Abschlussprüfung in Form eines Orgelkonzerts für die Japanerin aus. Das hat bei den meisten Menschen einen erheblichen Einfluss gehabt und dementsprechend mussten viele Menschen jetzt auch im Nachhinein Konsequenzen daraus ziehen. Wirklich krass und auch die Japanerin ist betroffen. Die Japanerin erkrankte sogar selbst an diesem gesundheitlichen Problem, was ihrer angeschlagenen Lunge arg zusetzte und es ihr unmöglich macht, sich ihren Lebenstraum zu erfüllen. Seitdem hat Ilkay ihren Lebensunterhalt trotz der Hindernisse mit Online-Unterricht verdient. Also das ist natürlich auch ganz krass. Es gibt ein Problem, sie hat sich darum gekümmert und versucht trotzdem aus Deutschland das Beste zu machen und dementsprechend dem deutschen Staat nicht unbedingt auf der Tasche zu liegen. Das ist wirklich ganz krass. Sie zahlt weiterhin Krankenversicherungsbeiträge, sie zahlt ihre Miete, spricht Deutsch und hat einen vertrauten Bekanntenkreis in Deutschland. Also wirklich von mangelnder Integration kann hier nicht die Rede sein. Trotzdem droht ihr jetzt die Abschiebung, weil die Stadt Stuttgart unnachgiebig versucht, die Japanerin zur Ausreise zu bewegen. Zuerst hatte die Stuttgarter Zeitung dazu in diesem Fall berichtet. Ich bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Meine Meinung einmal ganz kurz, ganz klar, wenn Menschen nach Deutschland kommen, jeder soll nach Deutschland kommen, der auch wirklich natürlich Gas geben möchte, der sein Leben verbessern möchte, der seinen Lebenstraum auch erfüllen will und aber auch für die Gemeinschaft eventuell was beitragen möchte und vor allem den ganz wichtiger Punkt, dem deutschen Staat nicht unbedingt auf der Last stehen soll. Das bedeutet auch nicht dir und nicht mir, da wir die Steuerzahler sind, auch in Deutschland. Deswegen kann doch jeder hierher kommen, wenn er sich, so wie die Japanerin, richtig toll integriert und somit ihren Lebenstraum natürlich auch erfüllen möchte. Weiter im Text, auch heftig. Vor einigen Wochen erhielt die Japanerin ein irritierendes Schreiben von der Ausländerbehörde der Stadt Stuttgart mit der Mitteilung, dass ihre Fiktionsbescheinigung, also ihre Bescheinigung, dass sie eine Aufenthaltsgenehmigung hat, erloschen sei und damit ihr Recht, in Deutschland zu bleiben, verstrichen ist. Wirklich echt krass. Ilkay reagierte erst alleine, dann mit Anwalt. Als sie ihre Nachweise für ihren Lebensunterhalt, ihre Jobs,
Miete etc. an die Ausländerbehörde der schwäbischen Stadt schickte, in der Hoffnung, sie würde endgültig eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis bekommen, erhielt sie zunächst keine Antwort. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lebe seit über 3 Jahren in der Türkei und ich habe immer wieder meine Ikamet, meine Aufenthaltsgenehmigung verlängern müssen, was in dem Fall rechtlich vollkommen normal ist, und plötzlich heißt es aber, nein, du bekommst keinen Aufenthaltstitel mehr, dann habe ich natürlich in dem Fall noch Glück, könnte man sagen, weil ich ja noch in dem Fall nach Deutschland zurückgehen kann ohne Probleme. Aber wenn du dich wirklich weigerst, so wie sie jetzt in dem Fall ihren Lebenstraum in Deutschland hat und nicht unbedingt in ihre Heimat zurückkehren möchte, dann ist das natürlich aus ihrer Sicht eine absolute Vollkatastrophe. Und ich denke, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Dann die Wendung. Die zuständige Sachbearbeiterin drohte mit der Abschiebung zum 16. August diesen Jahres. Also echt krass. Einfach, du kriegst jetzt ein Schreiben und du musst jetzt raus. Heftig. Der Grund: Zwar arbeitet die Japanerin, hat mehrere Jobs, sie ist Klavierlehrerin, lehrt Online-Sprachen. Eine Tätigkeit in Festanstellung kann sie jedoch nicht vorweisen. Eine solche würde ihr die Aufenthaltsgenehmigung sichern. Was für mich im Umkehrschluss heißt, das ist wirklich krass, sie soll lieber in ein Angestelltenverhältnis gehen, sich nicht ihren Traum erfüllen mit ihrer Selbstständigkeit, mit dem, was sie liebt, zu machen und lieber im Hamsterrad sein. Also ich finde das wirklich echt krass und man könnte da auch wieder mal von Schikane reden. Heftig. Vor allen Dingen, als der Brief bei der Japanerin ankam, war das angedrohte Abschiebedatum schon längst verstrichen. Das heißt im Umkehrschluss, sie ist sogar illegal im Land. Also wirklich heftig. Ilkaya holte sich anwaltliche Unterstützung und bat dann zunächst um Fristverlängerung. Ihre vielen Nachweise, die in der Regel immer dazu reichen müssten, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, wurden von der Ausländerbehörde offensichtlich bei der Betrachtung des Falles ignoriert. Also wirklich krass. Wo sind wir bitte hingekommen? Das Einzige, was Ilkaya jetzt wenigstens ein bisschen Hoffnung gibt, sie erhielt ihre Fristverlängerung um ein weiteres halbes Jahr. An der Tatsache, dass sie abgeschoben werden soll, änderte sich jedoch nichts. Also es ist wirklich ganz heftig. Diese Fristverlängerung von einem halben Jahr, das ist aktuell sogar auch das, was ich maximal aktuell als Aufenthaltsgenehmigung in der Türkei bekomme. 6 Monate. Danach muss ich wieder einen Antrag stellen und wer weiß, wie es dann auch hier weitergeht. Nun ist die Japanerin allerdings im Krankenhaus. Während Ilkaya als Musikerin mit Einkommen und stets geleisteten Sozialleistungen ausreisen soll, scheiterte etwa die Abschiebung des Solingen-Attentäters aufgrund fatalen Behördenversagen. Auch eine syrische Familie, die seit 2016 100 Straftaten begangen haben soll, ist laut denselben Stuttgarter Behörden nicht abschiebbar. Also das ist wirklich ganz, ganz krass. Ich bin super krass gespannt, was deine Meinung dazu ist. Wir haben hier richtig ganz krassen Kontrast. A und B, Tag und Nacht, schwarz und weiß, heftig. Wir haben ein Musterbeispiel von perfekter Integration und auf der anderen Seite fehlende Integration mit erheblichen Schaden für den deutschen Staat und teilweise auch gegen die eigenen Bevölkerung. Und das wird anscheinend geduldet und das kann bleiben. Also es ist wirklich ganz, ganz krass. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solche Videos auch mehr sehen möchtest, von dem alltäglichen Ablauf in Deutschland, von dem Irrsinn in Deutschland, was alles so aktuell passiert, lass es mich wissen. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung und lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, teile das Video und abonniere auch gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst zu solchen Themen und aber auch zu anderen Themen, wie zum Beispiel auch persönliche Einblicke aus unserem Leben aus der Türkei und mehr, gesundheitliche Themen und vieles weitere auf diesem Kanal. Ich freue mich auf das nächste Video. Dein Markus aus Alanya.